In diesem Video wollen wir einmal einen Expert Advisor erstellen, der bei sich überschneidenden gleitenden Durchschnitten in der Lage ist, Cell-Positionen automatisch zu schließen. Das ist jetzt gerade passiert. Also lassen Sie uns einmal schauen, wie man so etwas in MQL5 programmieren kann. Um das zu tun, klicken Sie im MetaTrader bitte hier oben auf dieses kleine Symbol oder drücken Sie die F4-Taste. Das ruft dann hier den Meta-Editor auf und hier klicken wir auf Datei, Neue Datei, Expert Advisor aus Vorlage, Weiter. Ich vergebe hier mal den Namen Simpler Cell Crossover Stop Loss, klicke auf Weiter, Weiter und Fertigstellen. Jetzt kann alles oberhalb der OnTick-Funktion gelöscht werden und auch die 2 Kommentarzeilen werden entfernt. Wir starten mit einem Include-Befehl, der wird uns die Inhalte der Datei trade.mqh zur Verfügung stellen. Die enthält vereinfachte Handelsfunktionen und um die zu nutzen, erstellen wir uns jetzt von der Klasse cTrade eine Instanz mit dem Namen Trade. Innerhalb der OnTick-Funktion möchten wir den Ask-Preis ermitteln. Das geht mit der Funktion SymbolInfo_Double für das aktuelle Währungspaar auf dem Chart. Wir nutzen Symbol_Ask und mit Normalized Double und _Digits stellen wir sicher, dass die richtige Anzahl von Nachkommastellen für das jeweilige Währungspaar ermittelt wird. Das Ganze wiederholen wir dann noch einmal für den Bitpreis. Da ist eigentlich nur der Name der Variable anders und wir nutzen hier Symbol_Bit. Außerdem brauchen wir eine Variable für unser Signal, die nennen wir auch Signal, weisen hier aber noch keinen Wert zu, denn der wird gleich noch ermittelt. Für die Preisdaten brauchen wir 2 Arrays, ein Small Moving Average Array und ein Big Moving Average Array. Und die Definition für den Small Moving Average Array erstellen wir mit Hilfe der Funktion IMA für das aktuelle Währungspaar auf dem Chart. Und die auf dem Chart ausgewählte Zeiteinheit möchten wir für 20 Kerzen einen Wert ermitteln. Wir nutzen hier keine Verschiebung. Dieser Parameter steht für SMA, also Small Moving Average. Sie könnten hier auch Mode EMA für einen exponentiellen gleitenden Durchschnitt nutzen. Und das Ergebnis soll ermittelt werden anhand der Schlusspreise der Kerzen. Für den Big Moving Average sieht das ganz ähnlich aus. Diesmal ermitteln wir hier den Wert für 50 Kerzen. Mit Hilfe von Copy Buffer können wir jetzt anhand der Definition, die wir hier oben getroffen haben, für Buffer 0, also die einzige Signallinie, von der aktuellen Kerze 0 für 3 Kerzen die Daten kopieren und in unserem Small Moving Average Array speichern. Für den Big Moving Average Array wiederholen wir das Ganze nochmal. Und nachdem wir das alles durchgeführt haben, sind wir in der Lage herauszufinden, ob der Wert für Kerze 1 in unserem Big Moving Average Array kleiner ist als der Wert für Kerze 1 in unserem Small Moving Average Array. Falls das zutrifft, setzen wir hier unser Signal auf Buy, also kaufen. Im anderen Fall, wenn der Wert für Kerze 1 im Big Moving Average Array größer ist als der Wert für Kerze 1 im Small Moving Average Array, dann wäre das ein Verkaufssignal und dann setzen wir unsere Signalvariable hier auf Sell. Und wenn wir ein Kaufen-Signal haben und die Anzahl unserer Positionen größer ist als 0, dann möchten wir gerne alle Verkaufspositionen schließen, weil sich der Trend gedreht hat. Im anderen Fall, wenn unser Signal auf Verkaufen steht und wir keine offene Position haben, dann eröffnen wir hier mit Trade.Sell eine Testposition für 10 Microlot. Wie gesagt, das hier ist nur für den Test. Man würde das auf einem Echtgeldkonto natürlich nicht machen. Damit wir sehen, wie das aktuelle Signal aussieht, fügen wir hier eine Command-Ausgabe für das Chart hinzu. Die wird uns den Text anzeigen, das Signal ist jetzt, gefolgt von dem ermittelten Signal. Damit wir diese Position hier nutzen können, müssen wir die jetzt aber noch programmieren, denn die existiert noch nicht. Der Name unserer Funktion soll Close All Cell Positions This Pair sein. Wir nutzen hier Void, da wir keinen Rückgabetyp benötigen. Mit Hilfe von einer For-Schleife gehen wir alle Positionen durch
Zunächst ermitteln wir die Ticketnummer für die aktuelle Position. Das geht mit der Funktion PositionGetTicket für den aktuellen Schleifenzähler. Danach identifizieren wir hier das Währungspaar für die Position. Das übernimmt die Funktion PositionGetSymbol. Auch hier übermitteln wir den aktuellen Schleifenzähler. Außerdem benötigen wir die Richtung der aktuellen Position. Die erhalten wir über die Funktion PositionGetInteger und übergeben hier den Parameter PositionType. Und nur wenn unsere Positionsrichtung den Wert PositionTypeCell hat, wenn es also eine Verkaufsposition ist, dann möchten wir eine zweite Bedingung prüfen, und zwar, ob das Währungspaar auf dem Chart mit dem Positionssymbol übereinstimmt. Treffen alle diese Bedingungen zu, dann nutzen wir hier Trade.PositionClose für unser aktuelles Ticket, um die jeweilige Position zu schließen. Zum Schluss müssen wir noch die Vorschleife und die Funktion schließen. Und das war's soweit. Wenn Ihnen das hier zu schnell ging oder wenn Sie keine Ahnung haben, was alle diese Codezeilen hier bewirken sollen, dann möchten Sie sich vielleicht zunächst die anderen Videos aus dieser Grundlagenserie noch einmal anschauen. Vielleicht ist aber auch der Premium-Kurs interessant für Sie. Den finden Sie auf unserer Webseite. Und da gibt es neuerdings auch einen Link zu Quellcodes von diesen Grundlagenvideos. Aber für den Moment klicken wir hier auf Kompilieren oder drücken die F7-Taste. Das sollte ohne Fehler funktionieren und wenn das bei Ihnen auch der Fall ist, dann können Sie jetzt hier oben auf dieses kleine Symbol klicken oder die F4-Taste drücken, um in den MetaTrader zurückzukehren. Und im MetaTrader klicken wir auf Ansicht, Strategietester oder drücken die Tastenkombination STRG und R. Bitte wählen Sie hier die neu erstellte Datei Simpler Cell Crossover Stoploss.ex5 aus. Markieren Sie hier unten die Option für den visuellen Modus und starten Sie Ihren Test. Hier läuft unser Expert Advisor auch schon los. Wir haben eine aktuelle Position, die gerade den Take Profit erzielt hat. Und sobald sich diese beiden gleitenden Durchschnitte hier überkreuzen und der Trend gewechselt hat, sollten wir sehen, dass die Position jetzt gleich geschlossen wird. Das ist gerade passiert. Unser Expert Advisor funktioniert also wie gewünscht und Sie haben in diesem kurzen Video gelernt, wie Sie einen Cell Crossover Stop für zwei gleitende Durchschnitte in MQL5 programmieren können. Und Sie haben das selbst programmiert mit diesen paar Zeilen hier in MQL5.